Wir zeigen Ihnen die Installation des MEPA-Montagerahmen SF Universal in Verbindung mit einer Stahlwanne. Zuerst die vormontierten Elemente mit den Schienen verbinden. Schieben Sie die Profile hierzu auf die Eckwinkel und setzen Sie das zweite vormontierte Element auf. Die Größeneinstellung erfolgt durch einfaches Ausziehen, stufenlos bis 120 cm. Legen Sie den Montagerahmen in die Wanne und klicken Sie die Abstandshalter neben die Eckwinkel in die Profile. Mit den zwei roten Abstandshaltern wird die Position des Abflusses markiert. So ist gewährleistet, dass der Montagerahmen immer passgenau eingesetzt wird. Zudem wird durch den Abstandshalter der notwendige Abstand zwischen Montagerahmen und Wanne sichergestellt. Zur finalen Größeneinstellung den Rahmen gegen den inneren Rand der Wanne schieben. Fixieren Sie die Größeneinstellung mit den Schrauben in den Eckwinkeln. Als nächstes werden die 4 Eckfüße grob an die gewünschte Höhe angepasst. Wählen Sie hierzu die passenden Adapterhülsen aus. Die Feinjustierung erfolgt später über die Gewindestange. Jetzt den EasyLift montieren. Ziehen Sie die grüne Schutzfolie ab und positionieren Sie den EasyLift mittig unter der Duschwanne. Für die optimale Klebekraft muss dieser Bereich vorher von Staub, Schmutz sowie Fettrückständen befreit werden. Den EasyLift in der Höhe zunächst ca. 10 mm niedriger einstellen als die Eckfüße. Bei Acrylwannen wird der EasyLift mit den beiliegenden Schrauben befestigt. Prüfen Sie vorher die Länge der Schrauben. Damit der EasyLift später zum Boden ausgefahren werden kann, die rote Kordel abrollen und durch die Ablauföffnung legen. Zur Fixierung der Kordel können Sie das beiliegende Klebepad nutzen. Überprüfen Sie die Höhe des EasyLifts, zum Beispiel durch das Auflegen einer Wasserwaage. Die Abstandshalter, die später zum Fußboden zeigen, an der Sollbruchstelle abbrechen. Diese dienen als Anlagepunkt für mögliche Beplankungen. Die Abstandshalter zur Wand auf die benötigte Länge kürzen. Dieses Maß hängt von der Wanne, dem Wannenabdichtband sowie dem Schalldämmband ab. Markieren Sie das Maß und kürzen Sie die Abstandshalter zum Beispiel mit einem Seitenschneider. Jetzt die Klickfüße vorbereiten. Diese in der Höhe zunächst ebenfalls ca. 10 mm niedriger einstellen als die Eckfüße. Dies erleichtert später das Ausrichten der Wanne. Drehen Sie die Füße mittig auf jeder Seite in das Profil ein. Positionieren Sie den Montagerahmen in der Einbausituation. Durch Drehen der Füße wird die endgültige Höhe eingestellt und der Rahmen in Waage gebracht. Hierzu zunächst nur die 4 Eckfüße einstellen und die Kontermuttern festziehen. Jetzt die Eckfüße mit den Bodenlaschen am Boden fixieren. Drehen Sie die restlichen Klickfüße zum Boden herunter und kontern Sie diese unten und oben. Füllen Sie die rote ADS-Kappe des EasyLifts von innen mit Multikraftkleber. Anschließend den Kleber auch von außen auf die Kappe aufbringen. Zusätzlich auch auf den roten Auflageflächen im Eckbereich und auf den Klickfüßen Multikraftkleber aufbringen. An den Klebestellen muss die Wannenunterseite von Staub, Schmutz sowie Fettrückständen befreit werden. Befestigen Sie das Wannenabdichtband an der Duschwanne und senken Sie diese vorsichtig in die Einbausituation ab. Abschließend den EasyLift ausfahren. Hierzu an der roten Kordel ziehen, bis Sie einen Widerstand spüren. Dann ist der EasyLift am Boden angekommen. Beschweren Sie die Wanne für mindestens 6 Stunden mit mindestens 20 Kilo.